Hallo und herzlich willkommen zurück an meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampyr. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Theater. Wir müssen Doris Fletcher ausfindig machen. It's locked, all right. Aber wer weiß, ob wir da überhaupt hinkommen. Ah ja, jetzt kommen wir hier rein. Jetzt können wir da oben rein. Vorher ging es nicht. Jetzt wissen wir auch warum. Weil der Weg der Hauptquest uns dorthin führt. Doris Fletchers Schauspielschule. Abschiedsbrief. Ich ertrage den Schmerz nicht mehr. Seit diese Schlampe mich infiziert hat, fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Sie versteckt sich nun schon seit Tagen in ihrem Zimmer, gibt mittels kleiner Notizen Befehle und probt nur nachts. Ich habe eine ihrer sogenannten Proben gesehen. Sie stapft wütend und hasserfüllt auf die Bühne und bejammert ihre welkende Schönheit. Das Miststück ist infiziert, von Grund auf verdorben, und sie will alle an diesem Ort und dann jeden in London anstecken. Ihr nächstes Stück wird nicht vor Dezember aufgeführt. Bis dahin werden alle Theaterangestellten ihre gehorsamen Lakaien und gezwungen sein, ihren bösen Machenschaften zu dienen. Ich bin sicher, sie hat einen Weg gefunden, unser Essen oder das Wasser zu verderben. Denn nach der Mahlzeit, die sie uns letzten Monat servierte, sind wir erkrankt und haben begonnen, uns zu verändern. Wer immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen, zu der dieser Ort geworden ist. Möge Gott mir und meiner unsterblichen Seele gnädig sein. Schließlich habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufelei zu sein. Interessant. Also ist sie der Grund für die Epidemie voraussichtlich. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Will they adore me again when they share my fate? Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? I offer only love. Scheint, als wäre ich hier schon drin gewesen. Oder auch nicht. Dann hat jemand anders die Schubladen geplündert. Toll. Altes altes Tagebuch von Doris Fletcher. London, 17. August 1918. Das dürfte noch nicht so lange her sein. Ich habe sie leibhaftig gesehen, die Hexe aus meinen Kindheitsträumen. Das Miststück hat mich jahrelang gequält. Ich erblickte sie und erschauderte, ihre Stimme, ihr Gesicht. Ich wusste, dass sie in jenem Krankenhaus war. Ich wusste, dass sie krank war und wollte ihr Leid mit eigenen Augen sehen. Ich mag mich selbst neu erfunden haben, eine berühmte Schauspielerin geworden sein und diese furchtbaren Jahre verdrängt haben. Aber ich kann nicht vergessen, dass ich ihre Tochter bin.
Als ich ihren gebrechlichen Körper in jenem schmalen Bett sah, leidend, krank, besiegt, musste ich meine Tränen zurückhalten, denn sie sah mich an, sie erkannte mich, sie sah den Hass in meinen Augen und sie lächelte, dieser leichenhafte Abglanz meiner Mutter. Und das Schlimmste war, dass sie keinerlei Befriedigung verspürte, sie so stark leiden zu sehen. Am schlimmsten war nicht die plötzlich wiederkehrende Erinnerung an die Schläge und die Schmähungen, nein, am schlimmsten war der Hass, der in meinem Herzen aufkeimte, als sie mich ansah. Dann diesen Hass verströmte auch sie. Letztendlich bleibe ich einfach ihre Tochter. Mutter und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. Muss ich da runter? Vielleicht später. Ich will erst mal gucken. For I have been raised through hate, but I offer only love. Okay. Da ist aber niemand. So. Alas, poor Doris, I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow, ugly as sin. But when you burn and die, she will rise and be queen again. Oh, ja. So ganz sauber ist sie aber auch nicht mehr. Ach, was mache ich denn? Jetzt bin ich rausgegangen. Aber gut, andererseits muss ich ja sowieso den alternativen Weg freischalten können. Doris Fletcher. Finsbury Gate. Ah, das ist ja direkt hier. Okay. So, dann müssen wir uns erstmal umgucken ein bisschen. Das dürfte der Ausgang sein vom Theater. Und hier geht's zum Theater rein. Die ist zu, die Tür. Who
are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Okay. I summon thee, my children of the night. Bite! Ha! On guard! Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Come to me, my servants! Avenge me! Oh, Alter. Here's your precious heart, dark prince. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Okay. Also kann ich da nicht mehr rein. Schade. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt.
Mist, da gab es noch einen Raum, wo ich hätte reingehen können, müssen, wie auch immer. Den habe ich jetzt, da konnte ich jetzt nicht mehr hin. Das ist schlecht. Neues Tagebuch von Doris Fletcher. London, 24. Oktober 1918. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Proben sind fast vorbei und meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jede meiner Befehle auszuführen. Schon bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meine Kunst bejubeln. Die Jungen, die Schönen, mein gesundes Publikum, die Leute werden zu ihren Familien in ihre schönen Häuser und in ihre glücklichen Leben zurückkehren, verzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade, berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten und sie verwandeln, und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein, und sie werden mir niemals vergeben, und ich werde mich für den grausamen Streich rächen, den mir das Schicksal gespielt hat. Unsere Doris, nicht ganz frisch, aber was willst du machen? Hauptsache, dann kommt gleich dieser Pisser rein. Aber vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, noch mal ins Theater reinzukommen. Mit ein wenig Glück. These people want me dead. I need to leave now. Also rein kann ich da auf jeden Fall. Da nicht, aber da kann ich rein. Das ist das andere Stockwerk. Entkomme aus dem Theater. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Ja, ist allerdings sehr beunruhigend. Okay, ich kann nicht mehr da rein. Das ist nicht gut. Aber das soll halt einfach nicht sein. Naja, wenn ich es nochmal durchspiele, dann gehe ich erstmal in den anderen Raum. Aber vielleicht gab es auch einfach 2 Türen in den Raum rein. Das kann ja auch sein. Weil die sind ja auch von der anderen Richtung reingekommen. Erstatte Lord Redgrave Bericht über Doris Fletcher. Immerhin haben wir jetzt die Ursache hoffentlich ausgemerzt von der Seuche. Ja, immerhin hat sie es selber eingesehen, die Doris. Madame Butterfly, Doris Fletcher in Madame Butterfly, eine Tragödie aus Japan von David Belasco, adaptiert von John Luther Long. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass das schon der Endboss war, die Dame. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Wie ich die Leute aus meinem eigenen Club noch platt machen muss, weiß ich nicht.
Oder vielleicht auf jeden Fall diesen Typen, der da war. Aber der dürfte kein großes Problem sein. Der Typ von der Wache, weil das ja eigentlich nur ein normaler Mensch ist. Der dürfte nur dann ein Problem darstellen, wenn er mehrere Leute noch dabei hat, wovon man ausgehen muss. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die mich irgendwie verarscht. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch auf uns zukommt. Wo ist der Chef? Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave.
Oh, 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 oh. Wer weiß, ob ich dem hätte zustimmen sollen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ich mach's nicht. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Gut, dass ich sie hab. Gut, dass ich sie hab. Ich werde das nicht machen. Ich muss aber trotzdem dahin. Ob ich will oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Boah, aber It trotzdem. looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Ja. Aber mir fehlen hier immer noch Leute. Jede Menge sogar. Aus dem Westendbezirk. Ich muss aber erstmal meinen Charakter aufwerten. Ich muss erstmal den guten Jonathan wieder aufwerten.
Kleiner Schlüssel. Jetzt muss ich erstmal aufwerten. So viele Punkte. So, Zustand auf Körpermaximum. Erstmal die Bissstärke noch hochleveln. Das ist für einen Vampir ja auch wichtig. Was ist ein Vampir, der nicht vernünftig zubeißen kann? Ja? 10% Heilung muss ich auch hochleveln. So viel wird nicht mehr übrig bleiben. Dann lassen wir es erstmal gut sein. Das ist gut. Bezirk ist gesund. Stabil. Ist noch gesund. Ist noch gesund. Bedenklich. Da müsste ich als nächstes erstmal hier hin zu den Docks. Das hat aber auch noch Zeit, weil das hat ja erst Auswirkungen. Das hat ja erst dann Auswirkungen, wenn ich wieder eine Nacht raste, sag ich mal. Das hat ja erst dann Auswirkungen. Das hat ja nicht jetzt Auswirkungen. Weil jetzt habe ich ja noch die Möglichkeit zu rasten. Es gibt halt erst dann ein Problem. Es wird erst dann ein Problem, wenn ich dann nochmal raste. Weil ich dann wahrscheinlich die Menschen in dem Bezirk verliere. Aber das ist ja aktuell nicht der Fall. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Da muss ich hin. Ich müsste ihn zum Vampir machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel dann schon zu Ende ist. Deswegen würde ich eher vorschlagen, wir gehen erstmal zu den Docks und zum Krankenhaus und überall hin, wo geheilt werden muss. Und dann sehen wir weiter. So wird es sein. Aber ich werde hier hinten lang gehen. Obwohl, ich kann auch hier lang gehen. Das ist der kürzere Weg nach Whitechapel, sehe ich gerade. Ist in Whitechapel überhaupt irgendwas?
stabil. In Whitechapel ist ja gar keiner krank. Da muss ich niemandem helfen, da geht es allen noch gut. In Whitechapel ist alles schick. Im Krankenhaus sind nur ein paar krank, aber an den Docks geht es halt heftig. Hier ist auch keiner krank, da ist alles noch schick. Und dann muss ich erstmal zu den Docks. Da sind nämlich noch sehr viele krank. Was haben wir denn da überhaupt? Das brauche ich. Davon habe ich jede Menge dabei. Das läuft. Ja, da haben wir noch jede Menge dabei. Das ist doch kein Problem. Das kriegen wir nur hin. Wie gesagt, ich will halt den Leuten wirklich helfen. In diesem Spielabschnitt. Wenn ich es nochmal neu spiele, werde ich den Leuten auch helfen. Aber ich werde sie auch um ihr Leben erleichtern. Einfach so. Um zu gucken, wie sich die Spielwelt verändert. Um zu sehen, wie sich die Spielwelt verändert. Unser guter Dr. Reed. So, wir gehen jetzt erstmal direkt zum Krankenhaus, weil nach Whitechapel müssen wir nicht. Wir gehen erst beim Krankenhaus vorbei, da fangen wir an, weil das liegt auf dem Weg zu den Docks. Machen wir erstmal Arztvisite jetzt wieder. Ein bisschen Arztvisite machen. Oder wir gehen erst zu den Docks. Wir können ja auch erst zu den Docks gehen. Nee, da geht's nicht lang. Das Haus von meiner Frau. This one's mine! Take its head! Fuck its fast! Bloody leech! Krankenhaus gehen wir. Und ich glaube, wenn ich den Typen nicht verwandle, und ich habe auch wirklich nicht vor, den Kerl zu verwandeln, weil das mit der Mauer, weiß ich nicht. Wäre ich auch nicht besser, wie manch anderer. Ich will ja nicht so sein. Da geht's den Reichen wieder nur. Der Typ könnte mir auch einer von unseren deutschen Politikern sein. Immer irgendwas mit Mauer. Bloß dass dem nicht passiert, allen anderen ist es egal. Das verbrecherische Pack. Mignon. So haben wir nicht gewählt, Herr Onkel Doktor. Die, vermin! I'd step back, sir. Step away! Get them weapons ready! We found one! Du wolltest doch nicht mit deinem Kreuz auf mich zielen, oder? Django. Ich
Ich werde erst den Leuten bei den Docks helfen. Das ist, denke ich mal, der sinnvollste Weg. Bei den Leuten am Docks den Leuten bei den Docks geht's am schlechtesten von allen Bewohnern, die es hier gibt. Deswegen helfe ich erstmal denen. Die sind immer am schlimmsten dran. Die haben keine Chance mehr gegen uns hier. Wir sind zu stark für die. So, wir sind aber auf dem richtigen Weg. So scheint es zumindest. Wir müssen hier rein. Hier sind die NPCs. So, dem geht's schick. Sie ist krank, sie braucht auf jeden Fall Hilfe. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Have you got any news about Sean? Rumor has it. Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You will feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Goodbye, Miss Cox. So, Miss Cox geht's wieder gut. So, dann müssten wir hier noch zwei haben. Ihm geht's gut, ihr geht's gut. Der braucht auf jeden Fall Hilfe. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Nobody is immune to disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe I'll live another day or two. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the Wet Boot Boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town.
You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. As a practitioner, I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor. But recently all science has been good for is mustard gas and machine guns. But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Goodbye, sir. Ah, wieder einen neuen NPC kennengelernt auf meiner Liste. Gut, jetzt muss ich mich um die Dame kümmern und um den Jungen. Die Dame ist hier in dem Gebiet. Ickeput Thronkmorton. Der müsste... Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Der müsste aber auch noch bei dem alten Unterschlupf sein eigentlich.
Jetzt muss ich erstmal die ältere Dame hier wiederfinden. It's locked, all right. Hä? Er hat aber nicht seine Mutter getötet, der Typ, oder? Der Mörder. Wenn ich rauskriege, dass der seine Mutter getötet hat, ist er der Nächste auf meiner Liste. Weil die müsste ja eigentlich hier in dem Haus sein, die Mutter. Nee, hier in dem Haus. Ah, Glück gehabt. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. It's locked, all right. What can I do for you, Dr. Reed? Aren't you worried about... Hi. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. To every night a darkness, and every dawn another death. Bei ihm bin ich am Überlegen, ob ich ihn umbringe. Bei dem Fishburne Junior. Ich meine, der Junge könnte sich ja um seine Mutter kümmern. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? Called into the hullabaloo that could be heard coming from the building, I would say that all the local loonies are at his precious club. 2700 IP gibt der Typ ab. Den könnte ich eigentlich umbringen. Ich meine, er ist ein Mörder, er hätte es verdient. Goodbye, Mr. Fishburne. Ich bin noch am Überlegen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich Mr. Fishburne umbringen soll. Ja, nicht, dass der Drecksack auf die Idee kommt, bringt noch andere Leute um. So, jetzt bin ich hier. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reed. Your support means a lot.
Have you heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? I cannot say I've heard anything particularly interesting, but I was too busy hunting evil to pay attention. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. So. Jetzt ist nur noch der Junge. Martin Nightingale, dem ich helfen muss. Dann habe ich wieder alle versorgt. Das ist doch der Junge, der hier im Hinterhof rumlungert. Mich nicht alles täuscht. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Young man, do you require medical attention? I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. There's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you, I suppose. Goodbye. So, denen haben wir geholfen. Jetzt müssen wir nur noch zum Krankenhaus, weil allen anderen geht es ja soweit gut. Und der Penner, das soll der sein. Das soll der Penner sein, den wir dann das unendliche Leben schenken sollen. Worauf ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht scharf bin, dem Typen zu helfen. Weil der hat es überhaupt nicht verdient, dass man ihm hilft. Nicht mal im Ansatz. Der hat keine Unterstützung verdient, der Penner. So, jetzt müssen wir auf zum Krankenhaus. Da sind auch noch so 2, 3 Leute, die medizinische Hilfe benötigen. Ja, was macht er denn da? Soll die sich lieber hier draußen nützlich machen? Der Drecksack. Zwei stehen immer nur da rum wie die Ölgötzen und gucken Löcher in die Luft. Aber dass die einfach nicht checken, dass ich kein Böser bin, ne? Und die mich dann immer wieder angreifen. Gut, wir müssen an der Stelle erstmal einen Break machen. Es geht auch direkt dann weiter, weil wir haben jetzt gleich wieder eine Stunde voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya!